CBDC werden es ja Zentralbanken und Regierungen möglich machen, zu kontrollieren, wie du dein Geld ausgibst, sparst oder erhältst. Also sozusagen die 5 W. Wie viel, wem, also von wem oder an wen, wofür, wo und wann du dein Geld ausgibst. Gleichzeitig könnte durch diese 5 W-Fragen aber nicht nur kontrolliert, sondern eben auch limitiert werden. Und das ist es ja eigentlich, was viele beunruhigt und was viel diskutiert wird. Übrigens kursieren viele Halbwahrheiten, gerade in Bezug auf eine Programmierbarkeit des digitalen Euros im Internet. Darauf werde ich dann gleich nochmal eingehen. Und es ist ja keine Frage mehr, ob ein Zentralbankgeld kommen wird, sondern nur wann, also wie schnell und in welcher Form diese Zentralbankwährung, dieser digitale Euro dich von Anfang an oder eben erst später einschränken wird. Der digitale Euro ist hier übrigens mehr im Fokus als CBDCs in anderen Ländern heute in diesem Video. Warum? Weil in Statements von EU-Beamten oder in Expertenanhörungen in letzter Zeit mehrfach sehr offen darüber gesprochen wurde, also über die fantastischen Möglichkeiten der Kontrolle und eben auch Einschränkungsmöglichkeiten durch den digitalen Euro. Das hört man in Bezug auf andere digitale Währungen, die kommen sollen, eher weniger. Denke also an die 5 W. Also zum Beispiel, es soll in Zukunft unmöglich oder schwer gemacht werden, an jemanden Geld zu senden oder von jemandem Geld zu empfangen. Übrigens, je stärker ein Land verschuldet ist, desto höher ist auch der Bedarf, diese Möglichkeiten der Regulierung oder Kontrolle zu nutzen, besonders zum Zeitpunkt eines möglichen Finanzkrachs oder eben einer orchestrierten gleichzeitigen Einführungswelle über mehr als 130 Zentralbanken, die diese neuen Währungen einführen werden. Zum Beispiel hat ja die EU das Problem, eine Kapitalflucht aus der EU heraus zu begrenzen. Davon liest und hört man ja immer häufiger in letzter Zeit. Aber zurück zur Zentralbankwährung, also CBDC oder dem digitalen Euro. Bei einer Forsa-Umfrage der Bundesbank, und das war sehr interessant, haben ja 59% der Deutschen angegeben, noch nie von CBDC gehört zu haben. Also die knappe Hälfte sagt dann auch, sie wollen diesen digitalen Euro keinesfalls nutzen, falls er denn käme. Interessant ist, wie die Bundesbank dann aber diese Ergebnisse, diese Umfrage also zusammenfasst in ihren Pressemitteilungen oder in Schlagzeilen. Also dort liest man dann, digitaler Euro findet als Bezahloption eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Besonders berühmt ist ja auch der Gesprächsmitschnitt von Frau Christine Lagarde, in der sie fasziniert von den Kontrollmöglichkeiten des digitalen Euro spricht. Aber auch die Anhörung zum digitalen Euro im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages ist brisant genau, wie die auf der Webseite des Bundestages nachsehbaren Anhörungen, Lesungen, bei der 2 wichtige Anträge übrigens zum digitalen Euro abgelehnt wurden. Beide Anträge sollten Bargeld ja stärken und die Einführung des digitalen Euro vom Parlament verhinderbar oder einschränkbar machen. Beide Anträge sind allerdings eben abgelehnt worden von breiter Mehrheit. Wer ist das, fragen sich einige, die hier mit enormem Druck so schnell wie möglich und um jeden Preis CBDC einführen wollen. Ist wirklich die Einführung von CBDCs, also digitalen Zentralbankwährungen, ins Stocken geraten, nur weil vor Jahren vielleicht in Nigeria ein Pilotprojekt gescheitert ist? Oder wird das ganze Projekt weltweit sogar mit noch größerer Geschwindigkeit vorangetrieben? Ist es realistisch, übrigens, eine zweite Frage, und schreib mir gern deine Meinung dazu in die Kommentare, ist es realistisch, dass die Einführung von CBDCs verhindert oder verzögert wird, wenn viele jetzt gerade nur noch mit Bargeld bezahlen würden? Das ist ja was man in vielen Videos immer wieder hört, diese Aufforderung. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wäre es nicht vielleicht besser, das ist jetzt ein Vorschlag von mir oder ein Denkanstoß von mir, sich auf das unausweichliche Kommen der CBDC jetzt einzustellen und vorzubereiten, und zwar auf eine Art und Weise, dass man, wenn diese Zentralbankwährungen kommen, in einer komfortableren Ausgangsposition ist. Dazu solltest du dir das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen, denn hier werde ich ein paar Tipps und Anregungen geben, wie du dich jetzt auf das Kommen von CBDC einstellen und vorbereiten kannst, sodass dich die Einschränkungen später nicht so hart treffen. Wir schauen uns heute mal zusammen den letzten Fortschrittsbericht der EZB an und sehen, wie du dich am besten vorbereiten kannst. Und hier mal ein paar Fakten zum CBDC-Projekt der EZB aus den letzten 3 Berichten zusammengefasst. Nachher gehe ich nochmal einzeln drauf ein. Also ein Fakt. Die Vorbereitungsphase soll 2025 abgeschlossen sein. Und das Regelwerk für den digitalen Euro steht dann fest, also
im nächsten Jahr und auch die Firmen, die bei der technischen Umsetzung helfen oder mitwirken sollen. Die sind dann definiert. Nächster Fakt. Jeder Bürger soll und darf nur genau ein Zentralbankkonto bekommen. Das steht da drin. Und es gibt 2 Versionen von Konten, Privat- und Geschäftskonten, also Retail und Wholesale, hört man da immer, für die unterschiedliche Regeln definiert oder programmiert werden können. Und hier vielleicht schon mal eine Besonderheit oder ein Unterschied zu dem, was in vielen anderen Videos kolportiert wird und was wirklich Fakten sind, die man den Papieren entnehmen kann. Also es wird nicht 2 verschiedene Währungen geben, also 2 verschiedene digitalen Euro-Währungen, sondern es wird lediglich 2 verschiedene Konten geben, also ein Geschäftskonto bei der Zentralbank und ein Privatkonto bei der Zentralbank, weil das Regelwerk eben nicht am digitalen Euro festgemacht ist, also am Coin, sondern im Zahlungsgateway oder in der Kontoführung. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil dann versteht man auch, weshalb in den Papieren immer wieder drin steht, es darf pro Person, pro Nutzer, pro Unternehmen immer nur noch künftig ein einzelnes Konto geben, damit man eben diese Person oder das Unternehmen wirksam kontrollieren und eventuell auch limitieren oder einschränken kann. Und man versteht gleichzeitig auch, warum parallel dazu Druck gemacht wird bei der Einführung der digitalen ID, die ja in der EU verpflichtend ab 01.01.2027 für jedes EU-Land eingeführt werden soll und bis 2026 technisch fertig entwickelt sein soll. Der nächste Fakt, Fakt 3. Welche Rolle spielen Banken künftig? Auch das kann man in diesem Papier nachlesen. Banken können also nach wie vor eine eigene Konto-App oder Internetanwendung für Banking haben, aber in dieser App ist dann eben das eine Zentralbankkonto bei der Zentralbank eingebunden und auch das Geld liegt nicht mehr bei der Bank, sondern das Geld liegt nur noch, also die CBDC-Währung, der digitale Euro liegt nur noch bei der Zentralbank, nicht mehr bei der Bank. Die Bank hat also eigentlich nur eine schöne bunte App, mit der sie uns verschiedene Features bietet, die eine Bank auf diese Art und Weise, die andere Bank auf die andere Art und Weise, aber es gibt nur noch das eine Zentralbankkonto bei der Zentralbank. Ja, du kannst also jetzt in Zukunft dein noch vorhandenes Bankkonto, ich will jetzt mal keine Werbung machen für irgendeine Bank, sagen wir Deutsche Bank, Commerzbank, was auch immer, DKB Bank, wo auch immer du dein Konto führst, bei einer Raiffeisenbank, bei einer Sparkasse. Also du hättest jetzt eine App und hättest jetzt in dieser App eingebunden sowohl dein bisheriges Konto mit Fiat-Währung, wie wir das bisherige Konto jetzt mal bezeichnen, und zusätzlich eben dein eines neues Zentralbankwährung. Alles in einer App integriert. Wahrscheinlich wird es auch für Kunden, die vielleicht bisher noch nie bei einer Bank Kunde waren, eine ganz einfache, kompakte Kontoführungs-App geben, direkt von der Zentralbank, wo du also auch auf dein Zentralbankkonto zugreifen kannst. Das ist das, was bisher bekannt ist und was in den aktuellen Fortschrittsberichten der EZB drinsteht oder in Arbeitspapier. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen Zentralbankkonto und deinem klassischen Bankkonto oder was werden die in Zukunft sein? Also die Kontoführung und Transaktion bei der Zentralbank, die wird immer kostenfrei sein. Sozusagen erhältst du eine Belohnung, wenn du bei der Zentralbank dein Geld führst und damit letztendlich deine Überweisung, deine Transfers durchführst. Bei der klassischen Bank wirst du Gebühren und Kosten haben, die höchstwahrscheinlich auch künftig steigen, weil Banken ja, da kommen wir nachher gleich noch zu sprechen, ein ganz wesentliches Geschäftsfeld, mit dem sie Geld verdient, komplett gestrichen wird. Dann Zahlung von Behörden, wie zum Beispiel Rente, Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Steuerrückerstattung, vielleicht auch TÜV und GEZ, solche halbstaatlichen oder sehr eng an Behörden gekoppelten Dienste, die werden Schritt für Schritt zwangsweise nur noch über das Zentralbankkonto möglich sein. Kommen wir zum Fakt 4, die Freiwilligkeit. Also ist es wirklich freiwillig, mit Zentralbankgeld zu arbeiten? Und auch das steht ganz klar in den Papieren. Es wird verpflichtend sein, Zentralbankgeld anzunehmen. Sowohl ein Unternehmen, wenn jetzt ein Kunde vielleicht bezahlen will, ist verpflichtet, von einem Kunden Zentralbankgeld anzunehmen, anstelle von dem bisherigen Geld. Aber auch zum Beispiel ein Lohn- und Gehaltsempfänger, wenn sein Arbeitgeber sich entscheidet, ihm weder Bargeld noch das bisherige Fiat-Geld zu geben, ist verpflichtet, von seinem Arbeitgeber zum Beispiel sein Gehalt anzunehmen. Das betrifft mit großer Sicherheit im ersten Schritt eben alle Beamten, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit staatlichen Institutionen und Arbeitgebern zusammenarbeiten. Und schrittweise könnte es dann eben nicht mehr verpflichtend sein, Fiat-Geld anzunehmen.
Also zum Beispiel Behörden, die werden vielleicht ganz am Anfang noch von Übergangszeit sagen, also du kannst jetzt Zentralbankgeld mit deiner Zentralbank-App bei mir bezahlen, aber du kannst halt bestimmte Leistungen auch noch mit deinem normalen Konto überweisen oder mit Bargeld, solange das noch erlaubt sein sollte. Aber schrittweise wird es eben nicht mehr verpflichtend sein, ne? Dass man mindestens in Behörden, vielleicht auch künftig können sich da freiwillig Unternehmen anschließen, vielleicht Flugtickets beispielsweise bei Airlines, was auch immer, diese eben nicht mehr über die bisherige Währung anzunehmen. Das könnte sein. Und das führt eben ganz automatisch zu einer Konvertierung von Fiat-Geld zu CBDCs. Also nehmen wir mal an, du hast ein Ladengeschäft oder ein Restaurant und zu dir kommen Kunden, die kaufen bei dir ein, oder wenn du ein Restaurant hast, die essen bei dir. Und diese Kunden, die bekommen entweder Sozialleistungen, weil sie vielleicht wenig oder keine Arbeit haben zurzeit, kein Lohnempfang, oder sie sind vielleicht Beamte, beziehen also ihr Geld von der Behörde in Form von Zentralbankgeld. Dann bist du verpflichtet, eben dieses Geld anzunehmen. Und jedes Mal, wenn du anstelle von Fiat-Geld oder Bargeld, also in deinem Geschäft, CBDC annimmst, dann wird eben auch die CBDC-Kreislaufmenge erhöht. Und dann könnten auch Lieferanten letztendlich zwingend oder mit sanftem Preisdruck Zahlen in CBDC verlangen. Also du kaufst ein, von mir aus vielleicht nicht unbedingt Cellcross oder Metro, aber vielleicht auch solche Großhändler, aber irgendwelche Lieferanten von dir, die dich beliefern, weil sie beispielsweise staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, also vielleicht staatliche Kredite, die sie auch zurückzahlen müssen. Und diese staatlichen Kredite bekommen sie jetzt in Form von CBDC. Und jetzt müssen sie die auch in CBDC zurückbezahlen. Das heißt, sie sind jetzt gezwungen oder sind unter sanften Druck, werden sanften Druck ausüben auf ihre Kunden, auch bei ihnen eben mit CBDC möglicherweise einzukaufen. Also es sind verschiedene Szenarien, die man hier durchdenken kann, die eben dazu führen, dass man dem Druck, mit CBDC zu arbeiten, nicht ausweichen kann. Deswegen auch am Anfang eben mein Hinweis, wahrscheinlich haben jetzt schon eine ganze Menge in dem Moment schon negative Kommentare reingeschrieben. Wie kannst du sowas noch sagen, sich vorzubereiten auf CBDC und zu versuchen, sich darauf einzustellen, aber spätestens vielleicht jetzt, wenn wir über solche Szenarien nachdenken, wird uns bewusst, wir können wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, der Nutzung von CBDC uns nicht entziehen. Und deswegen eben, und am Ende komme ich noch zu ein paar Vorschlägen in diesem Video, ist es viel, viel besser, sich der Sache zu stellen und ja nicht gegen, wie Don Quixote gegen Windmühlen zu kämpfen, sondern einfach zu sagen, wie kann ich mir meine Flexibilität jetzt schon im Prinzip durch verschiedene Maßnahmen einplanen oder mich drauf einstellen, mir Flexibilität jetzt schon zu bauen. Darauf gehe ich am Ende des Videos, wie gesagt, nochmal kurz ein. Kommen wir zum nächsten Fakt, und zwar Umtausch Zentralbankgeld zu Fiatgeld. Also du hast jetzt Zentralbankgeld bekommen und jetzt die Frage, kannst du das umtauschen in normales Fiatgeld? Und da steht halt drin, dass man CBDC nur in Zentralbank-Offline-Geld umtauschen kann. Also man kann in einer App, die man dann hat, zum Beispiel sagen, ich habe jetzt so und so viel CBDC auf dem Online-Konto und man kann das in einen bestimmten Bereich seiner App in sogenanntes Bargeldersatz-Geld, Zentralbankwährung umtauschen. Und da wird ja immer wieder behauptet, Zentralbankgeld sei wie Bargeld. Das ist natürlich sehr, sehr strittig und da hakelt es immer viel Kritik. Aber es wird halt immer wieder kolportiert, dass diese Möglichkeit einer anonymen Bezahlung auch gegeben bleiben soll, natürlich eben wahrscheinlich nur in einem sehr, sehr limitierten Umfang. Und ist Fiat-Geld in CBDC tauschbar? Wie genau das sein wird? Also kannst du dann einfach sagen, ich habe jetzt davon erst 10.000 Euro in Fiat-Geld. Wie wird das konvertiert in Zentralbankgeld? Da steht noch nichts in den Papieren. Ja, was ist jetzt die Zukunft vom klassischen Fiat-Geld-Bankkonto? Das ist auch eine interessante Frage, weil Bargeldgrenzen werden schrittweise ja immer mehr gesenkt. Das haben wir in den letzten Jahren schon erlebt. Trotzdem gehen viele Experten davon aus, dass es sicher länger als erwartet theoretisch möglich bleiben wird, im privaten Rahmen oder bei kleineren Firmen oder in geringen Beträgen weiterhin mit Münzen und Scheinen, die man da noch hat, zu bezahlen. Aber durch den Kreislauf, es wird immer mehr Geld automatisch im Zentralbank-Geldkreislauf reingepumpt werden, wird ganz, ganz automatisch im Laufe der Zeit eigentlich die Menge des Bargelds und auch die Menge des normalen Fiat-Gelds eigentlich reduziert werden. Auch Geldautomaten verschwinden mehr und mehr. Es wird unattraktiv für viele Banken, überhaupt noch Geldautomaten zu betreiben. Das erleben wir jetzt schon. Das wird dann in noch viel, viel größerem Umfang zu sein, so man weiß, wie lange man, wie weit man unterwegs ist, um irgendwo überhaupt noch mal ein Bargeld
abheben zu können in Zukunft. Ja, es soll auch eine Offline-Zahlung möglich sein. Auch das ist ein weiterer Fakt aus den Papieren. Also für jemanden, der keine Internetanbindung hat, auch sogar für Personen, die kein Smartphone haben. Und es wird immer wieder in Papieren betont, dass also für bestimmte Beträge, für kleine Beträge, es möglich sein und bleiben soll, zu zahlen, jemandem Geld zu geben, ohne dass diese 5W protokolliert werden. Das wird bezweifelt von vielen, aber warten wir einfach ab, was da wirklich passiert. Ich könnte mir das gut vorstellen. Es ist sehr, sehr ausführlich beschrieben, dass das kommen soll, wie das implementiert werden soll. Die Frage ist eben einfach, und dort gibt es keine konkrete Aussage, wie viel Geld das sein wird. Ne? Wenn es am Ende nur 50-Euro-Beträge sind oder 100-Euro-Beträge, ist es für viele sowieso uninteressant. Warten wir einfach ab, bis dann die Fakten im Prinzip bekannt sind. Also das bedeutet, dass man einen kleinen Geldbetrag, wie gesagt, in einer App auf dem Handy oder für Leute, die kein Handy haben, in so einem kleinen Ersatzgerät in Kreditkartengröße mit Display speichern kann. Wir blenden hier mal ein Bild ein von einem möglichen Offline-Payment-Gerät. Da sind also schon verschiedene Studien aufgetaucht und Arbeitspapiere, das dann auch, wie gesagt, jemand benutzen könnte, der eben kein Handy besitzt. Ist wie mit einer Geldbörse vergleichbar, sowohl die App als auch dann dieses kleine Offline-Gerät. Und man kann dann sozusagen zwei Geräte aneinander halten und von dem einen Gerät auf das andere einen Betrag hin und her bewegen. Und es wird behauptet, bei Kleinbeträgen wird also nicht gespeichert, wer an wen, wo und was bezahlt. Ja, warten wir das Regelwerk noch ab. Das Regelwerk, also zum Beispiel über sämtliche Limitierungsmöglichkeiten, das soll Ende 2025 bekannt gegeben werden. Und da sind schon viele gespannt, wird es auf einen Betrag pro Tag, pro Monat, pro Jahr limitiert, wird vielleicht am Anfang, um die Negativargumente gering zu halten, erstmal fast nichts reglementiert. Auch das ist natürlich möglich. Kommen wir zum nächsten Fakt, und zwar ist es eine Verbindung mit der digitalen EU-ID geplant. Wahrscheinlich wird das verpflichtend sein für Zentralbankkonto und auch für Fiat-Geldkonten, in Zukunft nur noch sich über diese künftige EU-ID zu identifizieren. Die Schweiz macht ja auch ihre digitale ID Schritt für Schritt verpflichtend in der Schweiz. Vielleicht bist du ja selber mit einem Konto in der Schweiz schon am Start, dann wirst du das vielleicht wissen. Und in Griechenland beispielsweise, da ist die schon voll in Einführung, die digitale IT. Viele nutzen die jetzt schon zum Check-in beispielsweise bei Flügen und haben dann natürlich auch Vorteile. Also wer eine digitale ID hat, in Griechenland, der muss nicht mehr an jeder Ecke sein Passport vorzeigen beim Check-in, sondern der hat seine digitale ID, checkt damit vorher ein, hat sein Flugticket und auf dem Flugticket ist die digitale ID, also ein kleines schwarz-weiß Passbild aus der digitalen ID dann mit abgedruckt und das reicht. Dann kommt man halt durch alle Kontrollen. Also hier wird sicherlich mit Komfort gearbeitet, mit Komfort gelockt, die Leute auch mit dieser digitalen ID dann sehr, sehr schnell zu arbeiten. Aber schauen wir nochmal jetzt auf alle letzten 3 EZB-Berichte und die wichtigsten Fakten aus all diesen 3 Berichten zusammen. Das erste Arbeitspapier. Also im ersten Arbeitspapier haben wir die Grenze von Betrag im Wallet auf dem Smartphone von 3.000 €, nur ein Konto pro Person, Prüfung der Möglichkeit, die ID der EU einzubeziehen, damals noch im ersten Papier, inzwischen ist ja verpflichtend geworden. Dann Möglichkeiten, Zahlungen zu kontrollieren und einzuschränken in Bezug auf Ort, Art des Produkts oder Leistungsgegenstand sowie Empfänger, Zahler und die Geschäftsbanken sollen einbezogen werden, stand damals im ersten Arbeitspapier nur grob drin. Und es sollen eben alle Nutzerdaten gespeichert werden bei den Geschäftsbanken, aber die EZB erhält Zugriff. Dann steht drin, es muss eine Offline-Zahlungsmöglichkeit für Kleinbeträge geschaffen werden, bei der die 5W eben nicht gespeichert werden. Und es steht geschrieben, die EU-Politiker sollen Zeitpunkt der Einführung bestimmen, nicht die EZB. Weil vermutlich jetzt großer Widerstand von den privaten Banken kam, hat man im nächsten Arbeitspapier dann die Rollenverteilung nochmal behandelt zwischen Banken und EZB und klargestellt, welche Rolle künftig Banken noch spielen dürfen. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den Banken wird die Möglichkeit der Geldschöpfung durch Kreditvergabe vollständig genommen. Also Privatbanken werden nicht mehr die Möglichkeit haben, selbst Kredite zu vergeben. Also im Prinzip Geld zu schaffen durch Kreditvergabe. Das heißt, wie es bisher war, dass man einen bestimmten Prozentsatz an Geld zur Deckung letztendlich da haben muss und ein Vielfaches davon dann als Kredit vergeben darf. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Künftig kann nur noch die Zentralbank Geld schaffen. Und das kommt übrigens einer durch Sachwert gedeckten Währung am nächsten. Ist ja natürlich hat nichts mit einer goldgedeckten Währung zu tun, aber kommt dem, wenn man digital eine sachwertgedeckte Währung simulieren wollte, eben nicht am nächsten, indem man die Geldschöpfung durch Kreditvergabe
eliminiert. Das geht übrigens auf den sogenannten Chicago-Plan zurück. Du kannst das gerne mal googeln. Dazu werde ich aber nochmal ein extra Video machen. Also die Rollenverteilung bzw. künftigen Kompetenzen. Die EZB, was hat sie für Kompetenzen? Ausgabe des digitalen Euro, Abwicklung von Zahlungen, Definieren des Regelwerks, also der 5W auf Kontoebene, wird nicht am digitalen Coin sein, sondern eben im Konto realisiert. Und die Privatbanken, was werden die für Kompetenzen haben? Sie werden die Konten eröffnen, sie werden die Konten führen, aber eben nur simuliert in ihrer GUI. Und sie werden die Transaktionsverarbeitung machen und sie werden das KYC, also im Prinzip das Onboarding des Kunden, das Prüfen der digitalen ID oder für eine bestimmte Zeit noch vielleicht Passport und Personalausweis und so weiter und so fort abwickeln. Und diese Trennung hilft der EZB jetzt, die Verantwortung für kontroverse Funktionen wie eben programmierbare Zahlungen zu vermeiden. Stattdessen werden also diese Einschränkungen offiziell an die Privatbanken outgesourced. Das heißt, die EZB definiert das Regelwerk, das kommt natürlich von der Politik, dann definiert die EZB das Regelwerk, also die 5W, muss man bestimmten Personengruppen jetzt einschränken, wie viel Geld man im Ausland ausgeben darf, wie viel Geld man für bestimmte Dinge ausgeben darf. Gibt es überhaupt solche Reglementierung? Wenn ja, für welche Personengruppe? Die Banken, die werden das dann umsetzen. Aktuell ist ja so, dass jede Bank ihr individuelles Regelwerk etabliert hat sowieso. Also als ich beispielsweise mal ein paar Jahre im Iran gelebt habe, dann konnte mir niemand, der Sparkassenkunde war, ohne telefonische Rücksprache mit seinem Bankberater Geld überweisen. Also wenn er auf mein Konto was überwiesen hat, obwohl mein Konto ja, wie gesagt, in Europa war. Aber sobald er an mich Geld überwiesen hat, wurde das automatisch eingefroren, bitte rufen Sie Ihren Bankberater an. So. Und weil halt bei mir ein Sicherheitsfleck einen Alarm ausgelöst hat. Oder beispielsweise nach einem Jahr Aufenthalt in einem anderen Land erscheint in der Bank-App meiner Frau eine Meldung. Wir haben festgestellt, dass Sie sich überwiegend in einem anderen Land aufhalten, benötigen von Ihnen jetzt eine Steuernummer dieses Landes. Ansonsten schränken wir die Funktion Ihres Kontos ein. Also solche Sachen hören wir häufig übrigens auch von Kunden, zum Beispiel Überweisung von einem deutschen Konto für einen Immobilienkauf in Panama führt zum Einführen des Kontos, nur als Beispiel. Und künftig ist es aber so, dass es ein einheitliches Regelwerk gibt, in dem jeder Kontoinhaber erfasst ist und für ihn halt bestimmte Gruppen oder individuelle Regeln enthalten sind. Man kann also nicht auf eine andere Bank ausweichen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie in dem Fall, was ich vorhin erzählte, in der Zeit, als ich da in einem sanktionierten Land gelebt habe, jemand mir von der Sparkasse was hat überweisen wollen, ging das nicht. Da habe ich gesagt, hast du noch ein anderes Bankkonto, kannst du mir den Betrag überweisen, ging das sofort, weil dort halt ein anderes Regelwerk etabliert war. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil du ja nur noch ein einzelnes zentrales Konto hast und die gesamten Zahlungen über ein zentrales Zahlungsgateway gehen. Ein nächster Punkt ist die Privatsphäre. Interessanterweise wird ja die Möglichkeit, offline zu bezahlen, in dem letzten Arbeitspapier mehrfach und ganz besonders hervorgehoben. Also Offline-Zahlungen mit dem digitalen Euro sollen völlig privat sein, ohne dass persönliche Transaktionsdaten mit Zahlungsdienstleistern oder der EZB geteilt werden. So steht es da drin. Die Einführung solcher Funktionen, da können wir relativ sicher sein, sollen eben einfach den Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich Privatsphäre dann entgegenkommen. Ja, dann haben wir das nächste Arbeitspapier, das dritte Arbeitspapier der EZB. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt, weil dort eben nochmal ganz klar die Rolle der Geschäftsbanken, also richtig ersichtlich eingeschränkt worden ist. Also wurde ganz, ganz klar nochmals die Rolle eigentlich zwischen EZB und Banken aufgeteilt. Und ganz, ganz wichtig, man hat dort negative Reaktionen der Öffentlichkeit in Bezug auf programmierbare Funktionen des digitalen Euros versucht zu entschärfen. Und da hat man Folgendes gemacht, man hat jetzt plötzlich programmierbare Funktionen, da hat man noch einen neuen Begriff eingeführt und die nennt man jetzt bedingte Zahlung. Also programmierbare Funktionen wurden in bedingte Zahlung umbenannt, beziehungsweise vermutlich bleiben programmierbare Funktionen irgendwo noch in der Schublade liegen und man sagt jetzt bedingte Zahlung. Die EZB erklärte eben, dass es einen Unterschied zwischen bedingten Zahlungen und programmierbaren Zahlungen gibt, obwohl eigentlich, wenn man sich das Papier durchliest, beide Optionen nahezu identisch sind. Also es sind einfach Fähigkeiten zur Kontrolle. Wichtig ist aber jetzt ganz, ganz klar nochmal definiert, dass diese sogenannten bedingten Zahlungen eben innerhalb der Bank-Apps ausgeführt und umgesetzt werden. Was ja auch logisch ist. Wir hatten vorhin schon gehört, dass gesagt worden ist, dass du dein Zentralbankkonto in deiner Banking-App führst. Das heißt, in deiner Banking-App sagst du, ich bezahle von meinem Konto an folgenden Zahlungsempfänger folgenden Betrag. Die Banking-App weiß vielleicht, wo du gerade bist, zum Beispiel. Und dann muss in dem Moment, wenn du also in dieser Banking-App deiner Bank bist, das Regelwerk der EZB dort in Bezug auf bedingte Zahlung sofort überwacht, kontrolliert und ausgeführt werden. Wahrscheinlich
ist das auch eine Reaktion auf Christine Lagardes Äußerung? Denn während der Zeit, als dieses letzte Arbeitspapier veröffentlicht wurde oder kurz bevor, hat Christine Lagarde ja, die Präsidentin der EZB, in einem Video zugegeben, dass der digitale Euro fantastische Möglichkeiten zur Kontrolle hätte. Und die Aussage verschärfte eben einfach die schlechte PR-Situation, weil ja viele ohnehin schon besorgt waren über die möglichen Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten vom digitalen Euro. Insofern also ganz klar, bedingte Zahlung, müssen die Banken umsetzen, Programmierbarkeit des digitalen Euro, das bleibt bei der EZB, aber spielt eigentlich momentan kaum noch eine Rolle. Egal ob programmierbare Zahlung oder bedingte Zahlung, es sind immer die 5W, die halt eingeschränkt und kontrolliert werden können. Also nochmal Zusammenfassung der Punkte zur Privatsphäre. Es wird Offline-Zahlung geben, keine Weitergabe persönlicher Daten. Es wird Online-Zahlung geben. Da verwalten die Banken diese Daten. Die sollen bei den Banken weiterhin gespeichert werden, aber die EZB hat online volle Zugriffsrechte auf die Transaktion. Also es soll nach aktuellem Stand der Technik in diesen Papieren keine zentrale Datenbank über alle Transaktionen bei der EZB geben, sondern bei den Banken sollen die einzelnen Datenbanken der Mandanten, für die sie also das EZB-Konto verwalten, gespeichert sein, aber die EZB darf auf alles zugreifen. Also letztendlich bleibt das Gleiche, könnte man auch sagen. Kommt dem eigentlich relativ nah, wenn die EZB sowieso Zugriff hat, eben dann auf, 20, 30 Banken, Geschäftsbanken, sowieso Online-Zugriff hat auf deren Datenbanken mit Transaktionen. Ist letztendlich wieder das Gleiche, als hätte sie selber die ganzen Daten im Haus. Es bleibt abzuwarten, wie die EU-Politiker eben auf diese letzten Vorschläge jetzt reagieren werden, ob die Bedenken der Öffentlichkeit ausreichend berücksichtigt worden sind. Das ist also noch offen, weil ja erst 2025 verbindlich alles finalisiert und festgelegt und definiert werden soll. Ja, und nochmal, wie gesagt, der Hinweis, die digitale ID wird verpflichtend für alle EU-Staaten eingeführt, soll bis Mai 2026 einsatzbereit sein, ab 01.01.2027 dann auch live gehen in allen EU-Ländern. Und die ermöglicht eben dann auch genau nachzuverfolgen, wer digitale Euros erhält und wie diese verwendet werden. Und ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Schritt, um die Kontrolle und Überwachung des Finanzsystems eben sicherzustellen, weil es soll ja verhindert werden, dass jemand mehr als ein Konto hat. Es soll natürlich auch verhindert werden, dass ich jetzt zum Beispiel mit 2 oder 3 Handys unterwegs bin. Das heißt, ich habe jetzt von mir aus noch ein Handy von meiner Großmutter, von meinem Großvater vielleicht und will mir auf diese Art und Weise mehr Freiheiten verschaffen. Aber wenn das, wie gesagt, an eine digitale ID geknüpft ist, gleichzeitig die dann auch an meinen Finger zum Beispiel oder an meine Iris-Scannung geknüpft ist, dann ist es eben nicht möglich, von anderen Personen oder von Kindern beispielsweise noch die Konto-App dann auf dem 2., 3., 4. Handy mit mir rumzuführen. Das soll verhindert werden. Deswegen, wie gesagt, die Kombination von digitaler ID und dem Zentralbankkonto. Und in meinem nächsten Video werden wir uns damit auseinandersetzen, ob ein Stopp der Zentralbankwährung überhaupt irgendwas verändern oder verbessern würde. Also nehmen wir jetzt mal an, viele würden dagegen aufbegehren und vielleicht würde man auch im Bundestag das ganze Vorhaben pausieren, stoppen, wie auch immer. Was eigentlich unmöglich ist, weil es ja ein EU-Projekt ist, aber nur mal theoretisiert. Aber würde das irgendwas verändern? Weil während alle auf das jetzt so im Scheinwerfer stehende CBDC-Projekt sehen, haben nämlich gleichzeitig die Zentralbanken ein zweites Projekt in Arbeit. Und viele haben das schon eingeführt. Darum geht es in meinem nächsten Video. Wenn du das nicht verpassen willst, dann klick jetzt unbedingt auf die Glocke und hinterlass ein Abo. Es sind nämlich sogenannte Zahlungsgateways für die bisherigen Währungen entwickelt worden von vielen, vielen Zentralbanken, die die gleichen Features der Kontrolle und Einschränkung bieten, die auch künftig für CBDC vorgesehen sind. Und ich hatte schon erklärt, also die Kontrollmöglichkeiten sind jetzt beim digitalen Euro nicht am Coin, wie so beim Token zum Beispiel, hängen also nicht da dran, sondern sind ein Regelwerk bei der Kontoführung. Deswegen nur ein Konto. Deswegen unbedingt zwingend die Verbindung mit der digitalen ID, mit deinem Fingerabdruck. Jetzt hat man also sogenannte Zahlungsgateways eingeführt. Da kommen mehr Details im nächsten Video. Die USA nennen das zum Beispiel FedNow. In der EU heißt es TIPS. Aber auch die Schweiz hat das ZB-Gateway Live eingeführt. Und auch kleinere Länder, zum Beispiel wie Kambodscha, da hat die Zentralbank auch dieses neue Zahlungsgateway schon parat. Und dort ist es möglich, also auch alle Fiat-Geldwährungen von den normalen klassischen Fiat-Bankkonten genauso zu reglementieren, mit dem gleichen Regelwerk letztendlich zu versehen, wie man es theoretisch bei den Zentralbankwährungen hätte. Möglicherweise ist das auch der Hintergrund, weshalb in den USA in einigen Pressemitteilungen, in einigen Headlines in Zeitschriften zu lesen war, dass die USA möglicherweise keine CBDC einführen will.
weil FedNow als Zahlungsgateway jetzt schon die gleichen Features mit dem klassischen Geld bieten könnte, wenn man alle Banken zwingt, ihre bisherigen Gateways abzuschalten und die Zahlung nur noch über das FedNow Gateway laufen zu lassen. Ja, das ist also ein sehr, sehr interessanter Punkt, über den es lohnt, sich nochmal nachzudenken. Also könnte es sein, dass es einen Plan B zu CBDC gibt oder bereiten sich Zentralbanken vor, wenn CBDC eingeführt werden, auch gleichzeitig die Kontrolle der Transaktion über die Fiat-Konten in die Hand zu nehmen. Oder eben, wenn zum Beispiel bei einer Zentralbank sich die tatsächliche Einführung des Zentralbankgelds verzögern würde, ne? Dann trotzdem gleichzeitig eben im alten Geldsystem die gleichen Reglements dann anzuwenden. Aber wie gesagt, das besprechen wir im nächsten Video. Kommen wir zum Fazit. Ja, wie kannst du dich jetzt vorbereiten auf diese Situation? Also es soll ja, fangen wir mal mit einem Punkt an, es soll ja 2 Währungen geben. Retail und Wholesale, also Privat- und Geschäftskonto bei der Zentralbank. Wie gesagt nochmal, der digitale Euro wird im aktuellen Konzept ja nicht durch Programmierung der einzelnen Münze realisiert, sondern die Programmierung steckt im Konto selbst. Und Geschäftskonten, das kann man überall nachlesen und hört man überall, sollen andere, viel großzügigere Limitierung erhalten als Privatkonten. Müssen sie ja eigentlich. Ne? Also zum Beispiel ist bei Geschäftskonten kein Verfall von bereitgestelltem Geld vorgesehen, was es auch im Geschäftsleben unmöglich ist, dass Geld verfällt beispielsweise. Und deswegen könnte eine ganz einfache Strategie sein, also auch eine Firma anzumelden und ein Geschäftskonto zu haben, CBDC-Geschäftskonto. Damit hast du automatisch mehr Flexibilität. Zweitens kann es vorteilhaft sein, sich geografisch zu diversifizieren, also auch in 1, 2 oder 3 Ländern erstens eine Residenz und damit auch eine Steuernummer zu haben und B, eine Gesellschaft zu gründen. Also dann hättest du zum Beispiel in anderen Ländern eine private Steuernummer und eine Steuernummer von dort angemeldetes Unternehmen. Und es gibt viele, viele Länder, wir beraten dazu ja jeden Tag Mandanten und helfen ihnen jetzt schon, sich in dieser Hinsicht vorzubereiten. Das heißt, wir gründen oder wir helfen Mandanten in anderen Ländern außerhalb der EU Gesellschaften zu gründen, dort ein Dauervisum oder eine Dauerresidenz zu beantragen und dann eben Steuernummern zu haben. Wozu das? Denn man bezahlt ja keine Steuer, wenn man zum Beispiel keine Geschäftstätigkeit in dem Land hat, aber einfach, um möglicherweise dann auch in diesem Land künftig automatisch oder per Antrag eben ein weiteres Zentralbankgeldkonto zu haben, was die Flexibilität im Ausland natürlich extrem erhöht. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, als Plan B. Warum nochmal in Ländern außerhalb der EU und wie wählt man jetzt die passenden Länder aus? Also einerseits werden ja aller Wahrscheinlichkeit nach Länder, die weniger verschuldet sind, ihre Zentralbankwährung auch nicht in dem Umfang zur Einschränkung und Kontrolle nutzen müssen. Oder sie nutzen die Regulierung bewusst weniger, gerade um Investoren oder Auswanderer anzuziehen. Jamaika und die Bahamas sind ja ein gutes Beispiel. Hier gibt es schon lange die Zentralbankwährung, aber überhaupt keine Notwendigkeit oder Anzeichen von irgendeiner Absicht, damit Einwohner einzuschränken. Sollte es in Deutschland mit Zentralbankwährung zu einer Beschränkung von zum Beispiel täglichen oder monatlichen Ausgabelimits der Zentralbankwährung kommen. Also sollte man sagen, du darfst, was weiß ich, pro Monat nur noch für 300 Euro Restaurantrechnungen oder haben zum Beispiel oder nur noch für 500 Euro irgendwelche IT-Produkte kaufen. Das sind jetzt nur Beispiele, die jetzt im Internet von Kollegen kolportiert werden. Also entspricht jetzt nicht meinen persönlichen Einschätzungen zu irgendwelchen Limits, aber sollte es so kommen, dann ist es eben nicht schlecht, wenn du außerhalb der EU noch weitere Flexibilitäten hast, um Geld auszugeben. Vielleicht gibt es auch Beschränkungen, einfach Geld ins Ausland zu überweisen. Oder du willst vielleicht ins Ausland fahren, es ist aber nicht mehr möglich, dann im Ausland über sein gesamtes Geld zu verfügen. Das könnte zum Beispiel seitens der 5 Ws limitiert sein. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass solche Maßnahmen dann, wenn die Zentralbankwährungen eingeführt werden und viele die Flucht in solche Schutzkonzepte anstreben, dann erschwert werden oder eben auch sehr verteuert werden. Also nehmen wir mal an, du könntest, wenn die Zentralbankwährungen eingeführt sind, nur noch 2.000 Euro pro Monat im EU-Ausland ausgeben oder dahin transferieren als Privatperson. Und jetzt wäre es aber so, dass in einem Ausland, wenn du dort ein Visum beantragen willst und eine Firma gründen willst, das kostet jetzt 5.000 Euro. Also heute kostet es noch 1.000 vielleicht oder 1.500, aber dann kostet es mal 5.000, also erhöht sich der Preis. Dann kannst du es einfach nicht mehr umsetzen. Dann ist es nicht mehr möglich, eine Gesellschaft im Ausland zu gründen oder eben ein Visum zu beantragen. Oder zumindest wird es eben erschwert. Und das ist ein Grund, weshalb viele Mandanten sich jetzt schon ein oder mehrere Plan B Dauervisa oder Residenzen in einem oder anderen Land, idealerweise außerhalb der EU, besorgen. Vielleicht auch in einem künftigen BRICS-Land, zum Beispiel
Serbien. Und manche besorgen sich sogar einen zweiten Pass, also eine Staatsbürgerschaft eines anderen Landes. Wir beraten ja auch hier zu allen 4 Wegen, wie man ganz legal eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben kann, von kostenlos bis hin zum Expressweg über eine Spende oder Investition. Und wir helfen auch dabei, wie gesagt, in Ländern außerhalb der EU Dauervisa, Residenzen zu beantragen, Bankkonten zu eröffnen, Firmen zu gründen. Also all das, was du für deinen Plan B brauchst. Die Webseite planbprojekt.com kann dir hier auch eine erste Orientierung bieten. Wenn das für dich auch eine interessante Option sein könnte, dann helfen wir dir gerne herauszufinden, was der ideale Plan für dich und deine Familie für mehr Freiheit, mehr Flexibilität und Vermögensschutz sein könnte. Und wir helfen dir beim Beantragen einer Staatsbürgerschaft, eines goldenen Visa, der Gründung, wie gesagt, einer Gesellschaft oder eines Bankkontos. Alles, was wir dir empfehlen hier, ist 100% legal und transparent, aber wie gesagt, allerdings könnten schon bald einige dieser Schutzmaßnahmen nicht mehr so leicht umsetzbar sein. Also, wenn du interessiert bist, dann freue ich mich, genau wie auch Sebastian, dich in einem Beratungsgespräch oder auf einem unserer Live-Events kennenzulernen. Link für Beratungsgespräch und Live-Event packe ich dir in die Beschreibung. Dann bis bald und bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.